Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal mit geraden Schnittmengen davon im Raum. Dritter Teil jetzt schon. Wow. Ja, ihr seht es hier schon, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Zwei Geraden und ja, ihr könnt euch denken, was noch übrig bleibt, nachdem wir schon Schnitt, Punkt und Windschief hatten. Entweder identisch oder parallel, die beiden Fälle gibt es noch. Und ich habe hier schon mal den Vergleich der Richtungsvektoren, dem hier und dem hier hinten, ähm, hingeschrieben. Ja, und wenn jetzt k eine ganze Zahl ist, oder nee, muss keine ganze Zahl sein, aber halt überall dasselbe rauskommen, also bei der ersten Gleichung, bei der zweiten Gleichung und bei der dritten Gleichung, dann haben wir Glück. Ansonsten habe ich irgendeinen Fehler gemacht, aber das sollte eigentlich nicht sein. Ihr könnt euch nämlich schon denken, was k eigentlich ist. In der ersten Zeile steht ja 2 ist gleich 6k, in der zweiten Zeile steht 1 ist gleich 3k und in der letzten Zeile steht 1 ist gleich 3k. So, 1 ist gleich 3k, wir teilen durch 3 und dann haben wir ein Drittel ist gleich k. Und zwar in der Zeile, in der untersten und in der zweituntersten. Und in der oberen Zeile haben wir 2 gleich 6k, da teilen wir 2 durch 6, kommt auch ein Drittel raus, weil 2 Sechstel ein Drittel sind. Das heißt, k ist ein Drittel. Ich schreibe das jetzt gerade mal so hin, dann geht es schneller. K ist ein Drittel. Und zwar überall, in jeder Gleichung. Und das ist wirklich das Wichtigste, darauf kommt es an. So, jetzt bleibt noch identisch und parallel. Das war ja vorher schon klar, aber ihr wusstet noch nicht wieso, rechnerisch. Und wir machen weiter. Wenn die Dinger parallel sind, dann liegt weder dieser Punkt auf der geraden h, noch dieser Punkt, also jeweils der Stützvektor ist ja eigentlich ein Punkt, oder sind die Koordinaten von einem Punkt drin, und dieser Punkt liegt nicht auf dieser Geraden, denn parallele Geraden haben ja keinen einzigen Punkt gemeinsam. Identische Geraden haben alle Punkte gemeinsam. Das heißt, wir setzen jetzt einfach mal diesen Punkt 3, 2, 1 in die Gerade G ein. Okay, das machen wir mal. Also ihr seht, das ist eigentlich das Einfachste, wenn ihr hier so linear abhängige Richtungsvektoren habt, dann wird es relativ easy. So, 3 ist gleich 1 plus t mal 2. Okay, dann muss t ja logischerweise 1 sein, denn 1 plus 2 ist 3. Jetzt komme ich mir gerade irgendwie vor wie in der dritten Klasse, aber ist ja gut so. Okay, 2 ist gleich 1 plus t mal 1. Da muss t auch wieder 1 sein, denn 2 ist gleich 1 plus 1. Und hier unten letzte Zeile 0 plus t mal 1 ist gleich 1, dann ist t auch wieder 1 und t gleich 1. So, das bedeutet, der Punkt liegt in der Geraden G, obwohl er auch in der Geraden H liegt. Und sie zeigen in dieselbe Richtung. Das bedeutet, sie sind identisch. Und das war es auch schon zu identischen Geraden. Wir machen aber gleich noch weiter, weil das so irrsinnig einfach war, mit parallelen Geraden. Und da verändere ich einfach, im Prinzip kann ich das sogar hier gerade so übernehmen, die Zahl hier zu einer 3. So, 3 ist gleich 1 plus 2t, muss t 1 sein, haben wir ja gerade eben schon gehabt. 3 ist gleich 1 plus 1t, da muss t 1,5 sein. Oh nein, t ist nicht dasselbe. Also wenn hier oben t und in der Mitte oder unten, wenn es nicht überall dasselbe t ist, dann liegt der Punkt nicht drauf. Das war die Punktprobe, die haben wir schon in einem anderen Video gehabt. Und von daher gibt es einen Error und Sie sehen, dieser Punkt liegt nicht auf G. Das bedeutet, ähm, die Gerade H und die Gerade G sind parallel. Ja, jetzt kennt ihr eigentlich alle 4 Fälle und wisst, wie man sie ausrechnet. Jetzt braucht ihr nur noch Übung. Und mich, falls ihr Fragen habt, denn die kann ich euch in den Kommentaren beantworten. Oder einfach, schreibt einfach rein, wenn ihr auch ein neues Video wollt zu irgendeinem anderen Thema, wo ich jetzt noch nicht gemacht habe. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.